Angelika. Ja, hallo. So, freut mich voll, dass wir das machen können. Das Thema ist Einrichtung und Wohnen. Und meine erste Frage ist einmal, wie bist du eigentlich auf dieses Thema gekommen? Warum interessiert dich das so? Warum findest du das so faszinierend? Ich, ich interessiere mich schon seit meiner Kindheit eigentlich dafür Ja. und habe das immer spannend gefunden, was man für Stimmungen erzeugen kann, allein mit der Einrichtung. Und zwar Stimmungen, die einen, die einen wirklich, die einem zugutekommen, die einen Mhm. fördern, die einen in eine positive Stimmung versetzen. Ja, und was ich als Einrichtungsberaterin so mag, ist Menschen zu einem einfachen oder zu einem positiveren Alltag zu verhelfen. Und das lässt sich mit Einrichtungsberatung relativ gut machen. Mhm. Also du meinst, dass eigentlich Einrichtungsberatung bzw. das Einrichten von Räumen eigentlich unser Leben stärker beeinflusst, als man sich denken könnte. Ja, ja, weil Ja, das wirkt im Alltag und zwar jeden Tag, ja. jahrelang. Und das ist, unser Zuhause ist unser, unser Rückzugsort, unser sicherer Ort, Mhm. an den wir jeden Tag zurückkommen. Mhm. Und das wirkt. Die Farben wirken, die Formen wirken und viele andere Sachen auch noch. Ja. Ja. Und meine nächste Frage wäre dann eigentlich, Einrichtungsberater oder Einrichtungscoaches, warum nimmt man sich Einrichtungsberater oder Einrichtungscoaches? Warum nimmt man sich sowas eigentlich? Ja, die Gründe sind unterschiedlich natürlich, so wie Menschen unterschiedlich sind. Die einen wollen eine Designerwohnung haben, die anderen haben ein konkretes Wohnproblem, wie zum Beispiel wollen die mehr entspannen können, Mhm. im Wohnzimmer zum Beispiel, oder was ganz viele Leute und was eigentlich bei jedem so wichtig ist, dass sie den Raum wirklich zu ihrem Raum machen, dass er Mhm. nicht mehr anonym ist, vielleicht sogar sehr schön eingerichtet ist, aber nicht persönlich ist. Es spielen immer mehrere Gründe mit zur Ja, Entscheidung, dass man sich ja. dann einen Einrichtungsberater Mhm. nimmt. Was ganz oft so ist, also wenn man zum Beispiel mehr entspannen möchte zu Hause, sagen wir Ja. im Wohnzimmer mehr entspannen will, dann geht das Hand in Hand damit, dass man diesen Raum einfach persönlicher einrichten muss. Mhm. Dass man wirklich das Gefühl hat, okay, das ist mein Raum, da kann ich mich fallen lassen. Ja. Ja. Also das heißt dann eigentlich in nächster Konsequenz, dass uns Räume beeinflussen. Jetzt die ganz einfache Frage, wie beeinflussen uns Räume? Wie geschieht das? Wir nehmen Räume mit unseren Sinnesorganen wahr und die wirken aufs Gehirn Mhm. und Ja. erzeugt einfach Stimmung. Zum Beispiel, es wirkt, Farben wirken, Formen, Licht, ob man, also Organisation der Mhm. ganzen Räume Ja. und die Möbelanordnung wirkt natürlich auch, wenn man sich vorstellt, ein oranger Raum, wenn man in einem orangen Raum ist, Mhm. wo alles oder fast alles in der Farbe orange gehalten ist, Ja. macht das ganz was anderes mit einem, als wenn man sich in einem blauen Raum befindet. Mhm. Also da möchte Ähm, ich auch da, da, ganz kurz ja, auch, dass sich die Leute, die jetzt das sich hier anschauen, die Zuschauer, sich das mal vorstellen. Stell dir mal vor, du stehst in einem komplett blauen Raum und dann im Kontrast dazu in einem komplett orangen Raum. Hat man da ein anderes Gefühl oder ist es komplett gleich? Also ich gehe davon aus, es wird sich anders anfühlen. zum Beispiel auch Formen, ja, ob man einen Tisch mit Ecken hat oder einen runden Tisch, das wirkt ganz anders. Oder wenn Mhm. die Kästen abgerundet sind oder eben eckig, da hat auch jeder andere Vorlieben. Ja. Ja, zum Beispiel ist es auch wichtig, also das wird oft unterschätzt, wie das Licht ist. Ob das ein kühles Licht ist, ob das ein wärmeres Licht ist, das Ja. fast schon orange ausstrahlt. Da kann man einfach auch so viel machen. Ja. Wenn ein Raum organisiert ist, gut, wenn im Kasten eine Ordnung herrscht, wenn man seine Sachen in Boxen vielleicht organisiert,
das macht ganz was anderes, wenn man auch weiß, was man besitzt, wenn man weiß, wo das auch ist und man nicht suchen muss und ja, wenn das einfach schön organisiert ist und auch viele leere Flächen sind, also wenn nicht alles gleich sichtbar ist, wirkt es viel ruhiger, als wenn wirklich alles draußen steht. Und Ja. also das wirkt natürlich auch auf uns. Oder auch die Möbelanordnung, wenn ein Tisch die ganze Zeit vorm Fenster steht oder so steht, dass man immer so drumherum muss und eigentlich immer bei dieser Stelle aufpassen muss, ja, und nicht flüssig da zum Fenster kommt. Was wahrscheinlich viele Leute kennen, sage ich noch kurz dazu, dieses Gefühl, dass man da irgendwo in einem bestimmten Bereich von der Wohnung nicht gescheit durch kann oder dass es da irgendwie unangenehm ist, dass man da nicht ordentlich sitzen kann oder nicht stehen kann und sonst irgendwie, ja. Ja, genau. Und das fühlt sich dann auch einfach, diese Sachen, wenn irgendwas im Weg steht, wenn irgendwas nicht leicht von der Hand geht oder nicht, ja, das wirkt einfach aufs Hirn und das ist ganz unterbewusst oder ganz unterschwellig, macht das Stress. Ja, das ist natürlich nicht so ein Stress, wie wenn man ein Projekt fertigstellen muss in der Arbeit und einen Zeitpunkt hat, an dem das fertig sein muss. Aber das wirkt jeden Tag einfach unbewusst auf uns und erzeugt irgendwann einen Stress oder irgendeinen Stressfaktor. Es müsste nicht so kompliziert sein. Ja. Es kann auch einfach gehen. Ja. Also ich fasse nochmal zusammen, einer der wichtigsten Punkte, wie sie uns beeinflussen, die Räume, sind mal Formen, Farben, Licht, Organisation, sonst noch was anderes? Waren das die 4 wichtigsten Punkte? Die Möbelanordnung. Und die Möbelanordnung. Die Möbel überhaupt stehen, genau. Okay. Und jetzt habe ich dieses Wissen, dass diese Aspekte mich beeinflussen. Und was kann man jetzt damit machen? Ja, dadurch, dass eben Stimmungen erzeugt werden, kann man damit spielen als Einrichtungsberater. Du kannst das wirklich dann so anwenden, dass es genau für diesen einen Menschen, deinen Kunden, passt. Zum Beispiel, wenn du, nehmen wir das nochmal her, das Beispiel, besser entspannen willst in deinem Wohnzimmer, dann ist es zum Beispiel für viele Leute angenehm, wenn sie helle Pastellfarben, also ruhige Farben, viel Weiß, Beige vielleicht oder so ein ganz helles Grau, ja, eher gedämpftere Farben haben, kühlere Farben drinnen haben, ist natürlich nicht für jeden so, weil die Geschmäcker verschieden sind. Ja. Oder wenn du im Wohnzimmer eher viele Gäste hast oft, wenn das ein kommunikativer Raum ist, dann ist es für die meisten Menschen angenehmer, wenn sie kräftigere Farben haben oder auch warme Farben, die die Kommunikation fördern, die aktivierender sind. Ja. Als Einrichtungscoach ist es eben wichtig, genau das herauszufinden, weil das gilt einfach nicht für jeden Menschen. Es gibt da kein Rezept. Herauszufinden, was sind wirklich die persönlichen Vorlieben von dem Kunden oder von dem Menschen, mit was fühlt er sich wirklich wohl, und zwar wirklich ganz persönlich, und dann mit dem zu arbeiten. Und das ist einfach ein Prozess, herauszufinden, was ist der Punkt vom Kunden, das hat ganz viel auch mit der Persönlichkeit des Kunden zu tun. Man lernt den Kunden wirklich auch kennen. Ja. Man muss den auch kennenlernen, damit man weiß, okay, was ist eigentlich der Geschmack von dem? Oder wie reagiert er einfach auf Dinge? Wie reagiert er auf Farben, auf Formen? Was ist der Alltagsrhythmus von dem? Wie lebt er? Man lernt den Menschen ganz, ganz genau kennen eigentlich. Ja. Das heißt also, wenn jemand so etwas macht als Arbeit, ein Einrichtungscoaching, dann braucht man ein sehr starkes Einfühlungsvermögen. Man braucht eigentlich die Fähigkeit, dass man auf jemanden anderen eingehen kann und dann das Richtige für diese Person findet eigentlich. Ja, genau. Ja. Und für mich ist eben wichtig, dass der Mensch jeden Einrichtungsgegenstand in seiner Wohnung wirklich mag. Nicht, weil es ins Designkonzept passt und
ja, in diesem Regal vielleicht schön wäre, aber wenn der keine Bindung zu diesem Stück in dem Regal hat, ja, und das einfach nur da ist, weil es schön ist und überhaupt keinen emotionalen Wert hat, dann werde ich das auch nicht verwenden, weil mir ist am wichtigsten, dass das wirklich ein persönlicher Ort wird. Ja, verstehe. Ja, mit dem man sich wirklich authentisch fühlt, ja, wo man wirklich das Gefühl hat, ja, ich wohne hier, das bin wirklich ich, das ist wirklich mein Raum. Ja. Also es gibt nicht Also es gibt nicht den perfekten Raum, sondern es gibt nicht die perfekte Theorie dazu, sondern man muss... Für jeden persönlich. Ja. Und das muss man wirklich herausfinden. Ja? Genau. Da muss man das ist ein Mehraufwand und ich denke mir, es gibt wirklich auch viele andere Ansätze als Einrichtungscoach, aber mein Ansatz ist, da wirklich 100% auf den Kunden einzugehen und wirklich mit viel Geduld und Einfühlungsvermögen herauszufinden, okay, und den Weg gemeinsam zu gehen, ja, herauszufinden, was sind wirklich die Dinge, die den Kunden bewegen einfach, ja, die er bei sich haben will, ja, in seinem Raum. Also zum Schluss habe ich noch eine Frage. Was kannst du uns denn einfach jetzt mal mitgeben? So Tipps oder worauf können wir achten, wenn wir jetzt einfach mal wieder zu Hause uns umschauen? Was kannst du uns da einfach mitgeben? Ich glaube, die wichtigsten Dinge sind zum Beispiel das Licht, also nicht nur das Tageslicht von außen, sondern die Beleuchtung innen mit Leuchten. Da ist es, denke ich, sehr wichtig, dass die Lichttemperatur stimmt, also dass das nicht so ein zu helles, blendendes Licht auch ist. Man nennt das kühles Licht, sondern eher ein wärmeres, was eben gelblich, orange, rötlich, so in die Richtung geht, weil es einfach viel mehr Geborgenheit gibt. Was ich auch ganz wichtig finde, also Licht wird immer unterschätzt. Aha, Licht, also du meinst, Licht wird tendenziell unterschätzt. Ja, und dabei ist, ohne Licht können wir nichts wahrnehmen, nichts sehen. Also wir sehen nur das, was uns das Licht bietet. Ja? Und das macht das meiste der Stimmung aus. Und für mich ist auch ganz wichtig, dass man kann einfach fast nicht genug Leuchtlampen im Raum haben. Mit Lampen erzeugt man die Stimmung. Und kann man nie genug haben davon eigentlich. Also Licht ist mal der zentrale Punkt, den du jetzt mal mitgeben würdest. Genau, weil ohne Licht können wir es nicht sehen. Ja? Und das ist mal der Ausgangspunkt, würde ich sagen. Ja. Ja, ein zweiter Punkt ist zum Beispiel, wie ich vorher gemeint habe, es stehen oft Möbel im Weg. Man kann sich anschauen in seinem Wohnraum, okay, wo komme ich einfach immer schwer hin, wo muss ich immer ausweichen. Es ist auch oft so, dass einfach weniger Möbel mehr sind. Also weniger ist besser. Auch kleine Räume wirken größer, wenn einfach weniger Möbel drinnen stehen. Darf ich das noch kurz mal wiederholen quasi? Das ist ja ein Schlüsselsatz. Also weniger ist mehr, weniger Möbel ist besser quasi und durch weniger Möbel wirken auch kleine Räume größer. Ja. Okay. Weil luftiger, einfach es ist mehr Bodenfläche zu sehen und das macht einen Raum auch immer größer, also optisch größer. Was auch gleich ein Entspannungsfaktor ist, was man machen kann, um die Stimmung einfach viel ruhiger hinzubekommen, ist natürlich auch die Ordnung. Ganz wichtiger Punkt ist einfach, je mehr draußen sichtbar steht, desto unruhiger wird es. Aha, je mehr draußen sichtbar steht, desto unruhiger wird es. Okay, nächster Schlüsselpunkt. Genau, weil man viel mehr wahrnimmt mit den Augen und viel mehr Reize hat, verschiedene. Also man muss, das ist fast eine Überforderung dann fürs Gehirn. Also man muss einfach ganz viel, man schaut auf die Kommode und da stehen 100.000 Sachen. Ja. Und man muss alle wahrnehmen, ja, weil alle da sind. Also man nimmt alle wahr
und hat extrem viele Reize oder Informationen. Ja. Ja, und wenn da nur eine freie Fläche ist, die vielleicht ein bisschen schön dekoriert ist, dann ist das, man kann sich das eh vorstellen. Ja, das kann man sich gut vorstellen, glaube ich. Ja. Genau, dann sind auch 3 Sachen, die man eigentlich gleich mal umsetzen will. Also wenn man sich jetzt denkt, okay, irgendwie habe ich da Lust drauf bekommen, irgendwas jetzt gerade in der Wohnung zu machen. Ja, man kann sofort schauen, okay, wie ist das Licht? Auch zum Beispiel nichts vor die Fenster stellen oder auch daneben, also neben ein Fenster vielleicht einen tiefen Schrank stellen, ist nicht gescheit, weil das Licht blockiert und der Raum ist viel dunkler sofort, als wenn man den wegstellt und einfach das Licht scheint so in den Raum rein vom Fenster. Ja? Und wenn da gleich ein Kasten steht, dann fehlt dieses Licht hier. Genau. Also, ja. Also das heißt, diese wichtigsten Punkte waren jetzt einmal das Licht, erstens einmal, dann war das die Anzahl der Möbel. Ja. Genau, Anzahl oder auch die Möbelanordnung. Anordnung und Anzahl, ja. Genau. Sind die im Weg? Ja. Sind die wirklich dort, wo ich sie auch brauche? Ja. Und der dritte Punkt war dann Ordnung, beziehungsweise wie viele Gegenstände sichtbar sind. Genau. Ja. Es ist auch immer besser, gerade in kleineren Räumen, wenn Dinge hinter Türen verschwinden, also in Kästen stehen, wo Türen davor sind, die eine durchgehende Fläche sind und nicht ganz viele kleine Dinge auf einmal. Ja. Sehr interessant. Ein wirklich sehr faszinierendes Thema. Ja. Und wenn das eben zusammenspielt und man einen Raum eben fertig eingerichtet hat, obwohl fertig ist immer so eine Sache, weil man verändert sich auch mit der Zeit, mit den Jahren und man hat andere Bedürfnisse. Zum Beispiel, wenn man ein Kind bekommt, dann ändern sich komplett die Bedürfnisse. Also es müssen gar nicht so einschneidende Sachen sein, aber ja, mal lebt man alleine, mal lebt man zusammen mit dem Partner oder so. Das ist ganz unterschiedlich und das verändert sich. Die Bedürfnisse verändern sich und somit auch die Wohnbedürfnisse. Ja. Angelika, vielen herzlichen Dank für dieses tolle Interview. Ich habe heute auch einige neue Dinge gehört. Ja, danke. Hat voll Spaß gemacht eigentlich. Ja, und mir hat auch sehr Spaß gemacht. Ja, und wie gesagt, das ist, man kann extrem viel damit bewirken. Also viele unterschätzen. Ja. Alle wollen ein schönes Heim haben. Ja, und ich hoffe, dass auch andere Leute durch dieses Video vielleicht Lust auf dieses Thema bekommen haben und sich ein bisschen mehr damit beschäftigen werden. Also Gea, vielen Dank und wir sehen uns bald wieder. Ja? Schöne Grüße nach Wien. Ja. Ciao. Baba, Baba.